Stell dir vor, du sitzt bei einem Familienessen. Jemand sagt einen politischen Satz, bei dem du innerlich sofort auf 180 bist. Du holst tief Luft, setzt eine Antwort an und irgendwo zwischen Kartoffelsalat und Nachtisch entscheidet sich plötzlich die Zukunft der Demokratie. Zumindest fühlt es sich für einen kurzen Moment so an. Du möchtest widersprechen, ohne den Menschen abzuschreiben. Du möchtest klar bleiben, ohne einen Streit zu beginnen, bei dem am Ende alle mehr über den Tonfall reden als über das eigentliche Thema. Aber wie spricht man mit jemandem, der politisch vollkommen anders denkt oder wählt? In den ersten beiden Folgen haben wir gesehen, warum Fakten manchmal nicht mehr ankommen und weshalb einfache Antworten so verführerisch sein können. Heute wird es praktisch. Wir schauen uns an, wie ein politisches Gespräch gelingen kann, wenn die Unterschiede groß sind und wann es vollkommen in Ordnung ist, ein Gespräch zu beenden. Dabei geht es nicht darum, jede Meinung gut zu heißen. Es geht auch nicht darum, so freundlich zu sein, dass am Ende niemand mehr weiß, wofür du eigentlich stehst. Es geht um die schwierigere Kunst, den anderen Menschen wahrzunehmen und trotzdem die eigene Haltung nicht an der Garderobe abzugeben. Bevor wir in das erste Kapitel einsteigen, schauen wir kurz auf unsere 12-teilige Reihe. Die ersten beiden Folgen über Fakten und einfache Antworten sind bereits erschienen. Heute ist Folge 3 hervorgehoben. Dabei geht es um politische Gespräche trotz großer Unterschiede. Die weiteren Themen siehst du gerade eingeblendet. So kannst du jederzeit erkennen, welche Folgen bereits erschienen sind und welche Themen noch kommen. Politische Aussagen sind selten nur einzelne Sätze. Oft hängen daran Erfahrungen, Zugehörigkeit, Enttäuschungen und Hoffnungen. Wenn jemand sagt, diese Partei vertritt mich, meint er vielleicht auch, dort fühle ich mich gesehen. Wenn wir diese Partei angreifen, hört der andere deshalb manchmal nicht nur Kritik an einem Programm, er hört, Menschen wie du sind das Problem. Auf unserer Seite passiert natürlich dasselbe. Vielleicht steht eine politische Überzeugung für Menschlichkeit, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit oder Umweltschutz. Wird sie abgewertet, fühlen wir uns nicht nur sachlich korrigiert, wir fühlen uns persönlich getroffen. Dann ist der Körper schon im Verteidigungsmodus, während der Kopf noch behauptet, er führe gerade ganz nüchtern eine Debatte. Das ist der erste vielleicht wichtige Punkt. Ein Gespräch kann wie ein Streit über Fakten aussehen und in Wahrheit längst ein Streit um Würde und Zugehörigkeit sein. Dann hilft ein noch größerer Stapel an Zahlen und Fakten häufig nicht weiter. Nicht, weil Fakten unwichtig wären, sondern weil die emotionale Tür gerade geschlossen wurde. Bevor du also antwortest, könntest du innerlich einmal kurz prüfen, was genau hat mich da getroffen? Die Behauptung, der Ton oder das Gefühl, dass etwas Wichtiges von mir nicht gesehen wird? Allein diese Pause verhindert manchmal, dass aus einem Satz sofort ein ganzer Weltkrieg am Küchentisch wird. Viele Menschen hören in politischen Gesprächen nicht zu, um zu verstehen. Sie hören zu, um die Stelle zu finden, an der sie einhaken können. Während der andere noch spricht, bauen sie innerlich schon eine Antwort. Das wirkt sehr effizient, ist aber ungefähr so verbindend wie ein Tennismatch. Jeder wartet nur darauf, den Ball zurückzuschlagen. Zuhören bedeutet nicht zustimmen. Es bedeutet zunächst nur, den Gedanken des anderen so genau zu verstehen, dass er sich darin wiedererkennen würde. Eine hilfreiche Frage an den Gesprächspartner wäre, wenn ich dich richtig verstehe, ist dir vor allem wichtig das, so und so. Und dann fasst du mit deinen eigenen Worten zusammen, was du gehört hast. Das kann erstaunlich viel verändern. Wer sich korrekt verstanden fühlt, muss seine Position oft nicht mehr ganz so laut verteidigen. Und du bekommst die Chance zu erkennen, ob ihr wirklich über dasselbe sprecht.
Manchmal streiten zwei Menschen 10 Minuten lang, bis sie feststellen, dass der eine über persönliche Sicherheit und der andere über rechtliche Fairness gesprochen hat. Wichtig ist dabei, den anderen nicht psychologisch zu sezieren. Ein Satz wie „Du hast eben nur Angst" klingt nicht nach Verständnis. Er klingt eher nach einer Diagnose, die niemand bestellt hat. Besser ist, welche Sorge steckt für dich dahinter? Das lässt dem anderen die Hoheit über seine eigene Antwort. Hinter politischen Positionen stehen häufig Werte oder Bedürfnisse. Der eine möchte Sicherheit schützen, der andere Freiheit. Der eine sorgt sich um soziale Gerechtigkeit, der andere um wirtschaftliche Stabilität. Der eine fürchtet Kontrollverlust, der andere Ausgrenzung. Diese Anliegen können miteinander kollidieren, aber sind oft verständlicher als die Schlagworte, mit denen sie ausgedrückt werden. Du könntest deshalb fragen, was ist dir an diesem Thema besonders wichtig? Oder welche Erfahrung hat deine Sicht darauf geprägt? Solche Fragen öffnen einen anderen Raum als „Wie kannst du nur sowas glauben?" Die zweite Frage enthält das Urteil ja schon fertig verpackt. Die erste lässt wenigstens noch eine Antwort zu. Eine besonders hilfreiche Frage lautet: Was müsste passieren, damit du deine Einschätzung noch einmal prüfst? Diese Frage zeigt nämlich, ob eine Position grundsätzlich überprüfbar ist. Und wenn die ehrliche Antwort darauf lautet, gar nichts, keine Quelle, kein Ereignis und kein Gegenbeispiel, dann geht es wahrscheinlich nicht mehr um eine sachliche Einschätzung. Natürlich solltest du dieselbe Frage auch an dich selbst richten. Was könnte meine Meinung verändern? Welche Quelle würde ich gelten lassen? Eine Haltung wird nicht schwächer, wenn sie überprüfbar bleibt. Sie wird aber auf jeden Fall glaubwürdiger. Nachdem du dann verstanden hast, darfst du widersprechen. Denn Klarheit ist kein Angriff. Entscheidend ist, ob du eine Aussage kritisierst oder den ganzen Menschen abwertest. Diese Behauptung halte ich für falsch, ist etwas anderes als „du bist vollkommen ahnungslos". Hilfreich ist eine einfache Reihenfolge: Beobachtung, Bedeutung, eigener Wert und Wunsch. Zum Beispiel: Wenn Menschen pauschal als gefährlich bezeichnet werden, macht mir das Sorgen. Mir ist wichtig, dass wir konkrete Probleme benennen, ohne ganze Gruppen abzuwerten. Ich würde gern bei überprüfbaren Beispielen bleiben. Damit sprichst du nicht aus einer künstlichen Neutralität. Du zeigst, was dich stört und wofür du stehst, aber du lässt dem Gespräch noch eine Tür. Diese Tür muss nicht sperrangelweit offen stehen. Es genügt, wenn sie nicht sofort zugeschlagen wird. Auch kleine sprachliche Veränderungen können helfen. Statt „das ist doch Unsinn", könntest du sagen: „An dieser Stelle komme ich zu einem ganz anderen Schluss." Statt „ihr glaubt immer" wäre besser: „Diese konkrete Aussage überzeugt mich nicht." Je genauer die Kritik, desto weniger muss der andere sich als ganze Person verteidigen. Für den Alltag kannst du dir 4 Schritte merken. Erstens: Stoppen. Nicht sofort auf den Satz reagieren, der dich am stärksten trifft. Ein Atemzug reicht manchmal schon, damit du antwortest und nicht nur zurückschlägst. Zweitens: Fragen. Was ist dem anderen wichtig? Welche Sorge, welche Erfahrungen oder Hoffnungen steht hinter seiner Aussage? Drittens: Spiegeln. Fasse kurz zusammen, was du verstanden hast, aber ohne Ironie und ohne dabei schon dein Gegenargument einzubauen. Viertens: Positionieren. Sage klar, was du anders siehst, worauf du dich stützt und welcher Wert für dich dabei entscheidend ist. Du kannst anschließend fragen: Können wir uns auf einen Punkt einigen, den wir beide prüfen würden?
So wird aus 2 vorgefertigten Monologen vielleicht wieder ein Gespräch. Dieses Modell garantiert keine Harmonie. Manche Menschen wollen nicht verstehen, sondern provozieren. Manche Aussagen überschreiten Grenzen, entmenschlichen andere oder rechtfertigen Gewalt. Dann musst du nicht freundlich weiter diskutieren. Du kannst sagen, über politische Lösungen rede ich gern, bei pauschaler Abwertung steige ich aus. Eine Grenze ist nicht das Scheitern eines Gesprächs. Manchmal schützt sie genau das, was ein Gespräch überhaupt erst möglich macht. Respekt, Wirklichkeit und die Anerkennung, dass der andere ein Mensch bleibt. Und manchmal ist der vernünftigste Beitrag zur Familienfeier tatsächlich, den Kartoffelsalat weiterzureichen und das Thema für heute zu beenden. Vielleicht müssen wir nicht jedes politische Gespräch gewinnen. Vielleicht wäre schon viel erreicht, wenn wir genauer verstehen, worüber wir eigentlich streiten, wenn wir Behauptungen prüfen und trotzdem nicht vergessen, dass hinter einer Wahlentscheidung ein Mensch mit einer Geschichte sitzt. Das bedeutet nicht, alle Positionen gleich gut zu finden. Manche Aussagen sind falsch, manche sind unfair, manche brauchen deutlich einen Widerspruch. Aber Widerspruch wird nicht wahrer, nur weil er verletzender formuliert ist. Der kleine Gedanke für heute lautet deshalb, verstehen ist nicht dasselbe wie zustimmen. Du kannst einem Menschen zuhören, seine Beweggründe ernst nehmen und anschließend sehr klar sagen, hier widerspreche ich dir. Vielleicht ist genau das eine reife Haltung, offen genug zum Zuhören und stabil genug zum Widersprechen. Wenn du das nächste Mal in ein schwieriges Gespräch gerätst, probiere nur einen Schritt aus. Stell eine ehrliche Frage, bevor du dein stärkstes Gegenargument bringst. Vielleicht ändert sich nicht sofort die Meinung, aber möglicherweise ändert sich der Raum, in dem ihr miteinander sprecht. Und manchmal beginnt eine gesellschaftliche Veränderung genau dort, nicht in der perfekten Antwort, sondern in einem Gespräch, in dem 2 Menschen verschieden bleiben dürfen, ohne einander zu Feinden zu machen. Danke, dass du heute dabei warst. Bleib klar, bleib menschlich und bis zum nächsten Mal bei Neovara.